Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Mesh. Mit meinem heutigen Tutorial möchte ich eine neue Serie beginnen, beziehungsweise eine neue Playlist, in der ich Anfragen von Benutzern, die mich auf YouTube kontaktiert haben oder auf meinem Twitter-Account, beantworten und euch hier zeigen, wie ich deren Herausforderungen, nenne ich es mal, Probleme sind das ja nicht, in Affinity Designer lösen würde. Kürzlich hat mich diese Anfrage erreicht. Das handelt sich nicht genau um dieses Logo hier, das habe ich schon mal nachgebaut, aber ein Logo in dieser Form, was ich mir natürlich immer zuerst einmal ansehe und analysiere, und man kann schon relativ leicht erkennen, es handelt sich hier von der Grundform her um einen Kreis mit einer bestimmten Wortmarke oder mit Textelementen, und dieses Dokument bzw. dieses Logo mit Schrift auf Faden möchte ich euch heute erklären. Ich schalte mal meine Beschriftung hier aus. Und die Pixelgrafik, die ich hier schon eingefügt habe, verkleinere ich mal ein bisschen. Mit gedrückter Command-Taste könnt ihr die Proportionen erhalten. So, und jetzt schiebe ich das Ganze noch ein Stück weiter nach links. Ich habe die magnetischen Hilfslinien hier oben aktiviert. Damit arbeite ich eigentlich so gut wie immer, es sei denn, ich möchte ganz präzise etwas ausrichten, dann deaktiviere ich die auch mal. Ja, als erstes möchte ich ein Quadrat erstellen, auf dem ich quasi dieses Logo erstellen werde. Dazu nehme ich mir das Rechteckwerkzeug mit der Taste M und ziehe jetzt mal von der oberen rechten Ecke mit gedrückter Shift-Taste ein Quadrat auf. Dieses Quadrat soll eine Füllung bekommen, und zwar dieses Taubenblau. Und jetzt mache ich schon mal etwas, was ich in vielen anderen Tutorials auch schon gezeigt habe. Ich habe auch mal einen Quick-Tipp dazu erstellt. Ich erstelle von dieser Farbe jetzt erstmal eine globale Farbe innerhalb dieses Dokuments. Dazu benötige ich eine Dokumentenfarbpalette. Die könnt ihr hier oben über dieses Menü erstellen. Und zwar eine neue Dokumentenpalette. Der kann ich auch einen Namen geben. Ich nenne die mal Tutorial. Und jetzt möchte ich die ausgewählte Farbe als globale Farbe meiner noch leeren Palette hinzufügen. Dies ist mein Hintergrund, und den Hintergrund, das ist die Idee bei der globalen Farbe, den kann ich später variieren, und in dem Logo selber bleiben alle anderen Farben, was in diesem Fall eigentlich nur weiß ist, erhalten. Ich zeichne jetzt als nächstes vom Zentrum oder vom Mittelpunkt des Quadrats einen Kreis. Dazu drücke ich einfach die M-Taste noch einmal, und wenn ihr in der Werkzeugpalette mal schaut, springt mit dem Druck der M-Taste als nächstes die Werkzeugauswahl hier auf das Ellipsenwerkzeug. Ich gehe auf den Mittelpunkt mit Hilfe der magnetischen Fanglinien, drücke Command und Shift, damit werden die Halbachsen der Ellipse immer gleich lang, das heißt, es wird ein Kreis. Und ich ziehe jetzt einfach mal einen Kreis auf. Nehmen wir mal ungefähr 732 Pixel sind das jetzt bei mir. Darauf kommt es auch so genau nicht an. Der Kreis selbst soll jetzt eine Füllfarbe bekommen, und zwar soll der weiß werden. Und aus dem Kreis mache ich jetzt einen sogenannten Donut oder einen Ring. Und von diesem Ring ändere ich jetzt den inneren Radius, also den Lochradius, ungefähr auf diese Stärke. Das ist mein erstes Element. Jetzt fertige ich von diesem Element einfach eine Kopie an oder ein Duplikat. Das mache ich mit Command J. Mit gedrückter Command-Taste und Shift-Taste mache ich das etwas kleiner, so dass ich noch einen dünnen blauen Rand scheinbar dazwischen habe. Und hier vergrößere ich jetzt auch wieder den Lochradius. Das könnt ihr natürlich nicht nur hier über die Anfasser machen, sondern ihr könntet das auch hier oben über dieses Dropdown-Feld machen oder Kombinationslistenfeld. Ich mache den noch etwas geringer, also den Innenradius etwas größer, sagen wir mal so auf 97%. Dann möchte ich als nächstes die vertikalen Texte erzeugen, und zwar einmal hier das Wort Vektor, Software und hier unten diese kleine Beschriftung Made by Serif. Dazu nehme ich mir jetzt mein Textwerkzeug
Stelle das hier schon mal auf zentriert. Dann wähle ich mir meine Schriftart aus. Ich werde die Schriftart Futura in Condensed nehmen und ziehe mir jetzt einfach mal hier einen kleinen Rahmen auf, sodass ich schon ungefähr die Schriftgröße habe, die ich möchte. Und ich möchte auch hier die Füllfarbe auf weiß ändern. Und jetzt kann ich hier schon anfangen zu schreiben. Vektor. Mit Escape kann ich jetzt das Textwerkzeug insofern verlassen, dass ich quasi mit dem Cursor nicht mehr in dem Werkzeug selbst stehe oder in dem Textrahmen. Einmal Escape drücken und kann jetzt auch auf das Verschieben-Werkzeug wechseln und könnte jetzt den Text hier hin und her schieben. Mit Hilfe der Fanglinien kann ich das jetzt so ausrichten und das Ganze mache ich natürlich jetzt etwas kleiner noch. Ich drücke wieder die Command-Taste, um die Proportion zu erhalten und habe jetzt schon mein erstes Textelement erstellt. Von diesem Textelement fertige ich jetzt ein Duplikat an mit Command J und dieses Duplikat verschiebe ich nach unten mit gedrückter Shift-Taste und Pfeil nach unten auf den Cursor-Tasten, ungefähr auf diese Höhe, wo ich in dem Beispiel hier das Wort Software lesen kann. Drücke einmal auf T für das Textwerkzeug und jetzt kann ich hier drin weiterarbeiten und schreibe Software. Und den gleichen Vorgang mache ich nochmal mit dem Verschieben-Werkzeug noch einmal mit gedrückter Alt-Taste und Shift-Taste ziehe ich mir eine Kopie nach unten, lasse die Alt-Taste los und jetzt habe ich hier unten meinen nächsten Text. Da schreibe ich rein Made by Serif United Kingdom. ... Das Ganze soll kleiner werden. Das mache ich jetzt hier über die Schriftgrößenauswahl. So ungefähr. Und dann haben wir das auch schon. Ich brauche jetzt noch diesen vertikalen Text. Der ist ja nicht auf einem Pfad abgelegt. Ich wechsle wieder. Jetzt müsst ihr aufpassen. Ihr müsst erst Escape drücken. Jetzt seht ihr, dass der Cursor noch da drin steht. Da müsst ihr nochmal Escape drücken. Und jetzt könnt ihr mit V wieder das Verschieben-Werkzeug auswählen. Ich nehme jetzt diese Software-Textmarke und verschiebe die wieder mit Alt und Shift. Oder ich kopiere sie mit Alt und Shift, lasse die Alt-Taste los und schreibe hier jetzt Designer rein. Und das Ganze möchte ich jetzt wieder mit gedrückter Command-Taste größer machen, ungefähr diese Schriftgröße. Jetzt möchte ich die Schriftart hier noch auf ganze Punkte haben und nicht 90.3. Nochmal wichtig, ich habe ja die englische Oberfläche angezeigt. Wenn ihr zu Hause mit einer deutschen Oberfläche arbeitet, müsst ihr natürlich als Dezimaltrenner hier ein Komma verwenden und nicht einen Punkt. So, jetzt verändere ich hier die Größe beispielsweise auf 95. Das Ganze mit Enter übernehmen oder mit Return. Und bei dieser Schriftgröße möchte ich jetzt erstmal für das Wort Designer bleiben. Ich wähle jetzt nochmal mit V das Verschieben-Werkzeug aus, schiebe das Ganze hier mit gedrückter Shift-Taste ein Stück runter. Und so soll das erstmal aussehen. Dann könnt ihr vielleicht erkennen, dass hier so ein leichter Schatten dahinter ist. Den möchte ich hier jetzt auch erzeugen. Dazu lege ich ein Duplikat an mit Command J. Nehme jetzt das untere Wort in der Ebenenpalette Designer und stelle dafür mal ein Grau ein. Und jetzt möchte ich das untere Objekt oder das hintere Objekt 5 Pixel nach rechts verschieben und 5 Pixel nach oben. Dazu drücke ich jetzt einfach die Cursor-Tasten 5 Mal nach rechts, 1, 2, 3, 4, 5 und 5 Mal nach oben, 1, 2, 3, 4, 5. Das Grau ist mir ehrlich gestanden ein bisschen zu dunkel. Ich mache das mal etwas heller. Klicke hier drauf und gehe jetzt mal hier auf einen Wert, sagen wir mal von 8b. Na, das ist mir noch zu dunkel. Nehmen wir mal 90. Also 90 Hexadezimal für RGB. So gefällt mir das schon besser. So, jetzt möchte ich als nächstes
den Text in dem weißen Rahmen erstellen. Dazu erzeuge ich mir jetzt erstmal einen Kreis, der als Pfad dient, auf dem ich den Text platziere. Ich nehme jetzt hier dieses Werkzeug mit 2x M, gehe hier auf den Mittelpunkt. Wenn ich den nicht genau finde, dann kann ich das gleich auch, da seht ihr, das ist der Mittelpunkt. Wenn ich jetzt mal genau hier bleibe, habe ich jetzt meine Ausrichtung nicht. Den kann ich aber gleich erzeugen, oder das kann ich gleich erzeugen. Ich drücke jetzt erstmal Command und Shift, zeichne mir einen Kreis und ihr könnt hier schon erkennen, der sitzt auf dem Mittelpunkt, weil die Abstände überall parallel verlaufen. Und den mache ich jetzt etwas größer. So auf dieser Höhe möchte ich den Text jetzt laufen lassen. Die Füllung verschwindet gleich von alleine, wenn ich daraus einen Textpfad mache. Jetzt nehme ich mir das Textwerkzeug mit T und klicke hier mal auf den Pfad. Wenn der gelb ist, ist der richtige Pfad ausgewählt. Da klicke ich drauf und ihr seht jetzt hier schon diese dreieckigen Anfasser. Damit könnt ihr den Text quasi positionieren. Und ihr seht jetzt hier oben, hat gerade ein Cursor geblinkt. Ich mache jetzt die Farbe nochmal anders. Und zwar möchte ich die Farbe auch erstmal in diesem Taubenblau haben. Affinity Designer. Und wie ihr erkennen könnt, läuft der Text jetzt unterhalb dieses Pfades. Das könnt ihr ganz leicht drehen, indem ihr hier Reverse Text Path oder den Textpfad umkehren auswählt. Und jetzt läuft der Text oberhalb dieser Marke. Den ganzen Text markieren kann ich mit gedrückter Shift-Taste und Pfeil nach oben, also bis zum Anfang. Und jetzt möchte ich hier erstmal die Schriftgröße reduzieren. Sagen wir mal ungefähr auf diese Größe. Das sind bei mir 48. Dann möchte ich einen anderen Schriftschnitt haben, und zwar dieses Medium. Dann möchte ich auf jeden Fall, dass der Abstand hier oben größer ist. Das könnt ihr zum Beispiel mit einem Tabulator machen. So würde mir das jetzt schon genügen. Und dann möchte ich die Buchstaben insgesamt noch weiter auseinanderziehen. Dazu markiert ihr den Text. Könnt ihr jetzt hier oben das Textwerkzeug auswählen, Character, also das Zeichenwerkzeug. Und dann möchte ich hier den Abstand oder das Tracking zwischen den Buchstaben vergrößern. Und das setze ich jetzt mal hier auf 50%. Man kann das auch noch größer machen, dann könnt ihr einfach hier reintippen. Ich zeige das nur mal, habe ich aber auch schon mal in einem anderen Tutorial gezeigt. Dann bekommt ihr einen noch größeren Abstand. Damit wäre Affinity Designer schon fertig. Jetzt möchte ich noch das Since 2015 schreiben. Ich kann jetzt hier mit der Tabulator-Taste auch wieder weitergehen. Ihr seht jetzt, dass der hier hinten hingesprungen ist. Ich springe mal wieder zurück, also ich lösche das mal. Eine andere Möglichkeit ist nämlich jetzt einfach Enter zu drücken. Und jetzt könnt ihr quasi hier weiterschreiben, wo der Cursor jetzt steht. Ich schreibe mal Bindestrich since 2015, Leerzeichen Bindestrich. Und ihr habt jetzt quasi für diesen Text die dunkelroten Anfasser. Und die könnt ihr jetzt wieder so positionieren. Ich ziehe den mal hier rüber. Oder da, habt ihr gerade gesehen, da rastet der schon ein. Und das mache ich jetzt hier auch nochmal. Dann passt das schon mal. Und jetzt passt nur nicht die Schriftgrundlinie. Und die könnt ihr wiederum ändern, indem ihr einfach hier den Text markiert. Und dann hier bei Baseline die Schriftgrundlinie verändert. Die Schriftart bleibt dabei oder die Schriftgröße bleibt dabei erhalten. Und ich setze die jetzt mal hier so, dass die Schrift quasi auf dem blauen Pfad genau drauf sitzt. Das sind bei mir 75%. Mit Escape könnt ihr das Werkzeug verlassen. Und damit haben wir diesen Teil schon erreicht. Ich sehe gerade, dass ich hier den falschen Text geschrieben habe. Das kann ich natürlich noch flott ändern. Ich gehe hier mal raus, schreibe jetzt hier den Text zu Ende. Affinity Designer made by Serif.
Jetzt kann ich auch den Schriftabstand hier wieder verkleinern, sonst passt das nämlich nicht. Setze den mal auf 0 und schreibe jetzt nochmal hier hinter UK. Okay. Als nächstes möchte ich hier dieses Affinity schreiben und da man ja leider noch kein Verformen-Werkzeug in Affinity Designer kennt, das kommt hoffentlich in einer der zukünftigen Versionen, erzeuge ich jetzt einen Pfad, auf dem ich diesen Text platzieren kann. Und das mache ich im Prinzip genauso, wie ich das hier oben auch schon gemacht habe. Ich weiß noch, dass ich hier als Schriftgröße 95 Punkte hatte, die brauche ich gleich wieder. Ich zeichne jetzt erstmal mit dem Ellipsenwerkzeug 2x M eine Ellipse vom Mittelpunkt aus, drücke Command-Shift und zeichne jetzt mal bewusst eine größere Ellipse. Mit V wähle ich das Ganze aus. Ich stelle mal die Transparenz auf 50%, da könnt ihr einfach die Taste 5 drücken. So, jetzt kann ich das schon einigermaßen sehen. Das passt, wenn euch der Pfad jetzt nicht ganz so passt und ihr möchtet den ein bisschen flacher haben, könnt ihr auch einfach den Kreis zu einer Ellipse verformen. Dann wird er insgesamt etwas flacher. So. Und jetzt kann ich hier wieder mit dem Textwerkzeug meinen Text auf dem Pfad platzieren. Ich nehme hier wieder die Anfasser, ziehe die hier einmal so rum. Dann möchte ich den Text in die andere Richtung drehen. Das müsste so jetzt passen. Und als Textfarbe möchte ich weiß haben. Jetzt schauen wir nochmal hier, wo mein Cursor ist. Da ist er. Und ich schreibe jetzt mal Affinity. Das Ganze sollte in weiß sein. Der hat jetzt hier die Transparenz übernommen von der Füllung des Kreises. Das könnt ihr einfach mit 0. Ups. Ich war natürlich noch im Textwerkzeug, Steuerung Z, da mache ich es hier rüber. Das könnt ihr jetzt einfach wieder auf 100% stellen. Und ich hatte eine Schriftgröße von 95 Punkten. Ich gehe hier auf die 96, klicke da einmal rein, Pfeil nach unten, Enter. Und jetzt habe ich hier 95 und den Schriftschnitt muss ich auch wieder ändern auf Condensed Medium. Und da steht mein Affinity. Dieses Affinity möchte ich jetzt auch wieder duplizieren, damit ich den Schatten erstellen kann. Ich gehe mit Escape da raus, nochmal Escape drücken und jetzt drücke ich Command J. Habe hier ein zweites Element. Das untere klicke ich an, stelle dort mein Grau auf den Wert von vorhin, 90, 90, 90, Hexadezimal. Und jetzt verschiebe ich untere Objekt wieder 5 Pixel, 1, 2, 3, 4, 5 nach rechts und 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Ja, damit ist der innere Teil auch erledigt. Jetzt fehlt noch der Text außen drum herum. Auch das ist jetzt eigentlich nur noch eine Wiederholung. Ich nehme wieder das Ellipsenwerkzeug mit 2x M, gehe auf die Mitte und erzeuge hier einen Kreis. Etwa, das ist exakt die Größe, etwas größer. Ich mache mal gerade die Transparenz auf 5, das ist mir zu viel. Das reduziere ich jetzt hier, indem ich den Transformationsursprung auf Zentrum setze und jetzt einfach hier die Seitenverhältnisse sperre und mit den Cursor-Tasten den Durchmesser etwas verringere. Sagen wir mal so. Wir wählen das Textwerkzeug aus, gehen mit dem Textwerkzeug hier jetzt auf diesen Pfad. Wo ist meine gelbe Linie? Da ist sie. Ja. Textwerkzeug. So. Unsere Dreiecke werden wieder verschoben. Textanfang und Textende. Ich ändere wieder die Richtung. Ich nehme mein Textwerkzeug. Ich habe noch hier eine graue Schrift, die soll weiß werden jetzt. Klicke hier oben auf meinen, wo ist er denn? So, da ist er. Und da schreibe ich jetzt meinen Text mit dem Tabulator rein. Affinity Designer. In der Mitte statt Leerzeichen einmal Tabulator.
2 sind mir zu viel, okay. Man könnte jetzt den Tabulator auch noch wieder hier über die Palette einstellen, beziehungsweise über den Paragraph, über den Absatz. Für mich ist das aber jetzt erstmal so in Ordnung. Dann seht ihr vielleicht, dass das ein anderer Font ist, beziehungsweise ein anderer Schriftschnitt. Den stelle ich auf Medium und die Schriftgröße ist natürlich eine ganze Ecke kleiner. Na, nehmen wir mal 40. Und der Abstand ist für mich in Ordnung. Jetzt haben wir hier unten noch das Professional Vector Art. Da zeige ich euch jetzt nochmal eine andere Variante. Ich könnte das natürlich jetzt versuchen, hier mit Tabulatoren oder mit Leerzeichen weiter aufzufüllen. Das möchte ich aber nicht, sondern ich nehme gleich einfach dieses Objekt, mache eine Kopie davon. Erstmal stelle ich das wieder auf 100%. Dann mache ich jetzt von dem ganzen Objekt eine Kopie mit Command J. Dann soll der andere Text heißen, hier soll heißen Professional Vector Art. Ich gehe da wieder raus und jetzt braucht er eigentlich nur den ganzen Text hier oben mit gedrückter Steuerungstaste um 180 Grad drehen und der Text steht hier unten fertig. Das ist mit dem Ausrichten vielleicht ein bisschen einfacher, weil dieser Text ist jetzt genau zentriert auf diesen Punkt und hier auch. Und eine zweite Zentrierung hier einzubauen ist nicht so einfach. Und da gehe ich hier lieber den einfacheren Weg. Fehlen jetzt nur noch die Kreisbögen hier. Das ist quasi auch wieder ein Kreis, den ich erstmal zeichnen muss mit meinem Ellipsentool. So, gedrückte Command- und Shift-Taste. Den ziehe ich jetzt mal ungefähr auf die Mitte hier von Affinity Designer, also von der Schriftart. Dann mache ich daraus einen Donut und vergrößere jetzt ziemlich extrem den Lochradius. So in etwa. Insgesamt darf das Objekt jetzt auch noch ein bisschen größer werden. Mit gedrückter Command-Taste und Shift-Taste könnt ihr die Seitenverhältnisse sperren. Ja, und jetzt seht ihr schon, dass das so einigermaßen passt. Ich mache den Lochradius noch mal ein bisschen kleiner wieder. So, gefällt mir das besser. Und jetzt ändere ich hier noch die Winkel Start Angel bzw. End Angel, also den Anfangs- und den Endwinkel, beziehungsweise dann auch den totalen Winkel. Ich benutze nämlich jetzt im Prinzip einfach dieses Tortenstück und ziehe mir das jetzt quasi so, dass das entsprechend so ungefähr aussieht wie hier in dem Beispiel. Ja, das ganze Objekt nehme ich jetzt, erstelle davon ein Duplikat mit Command J. Das Ganze spiegel ich horizontal und nehme jetzt mit dem Verschieben-Werkzeug, ihr drückt jetzt einfach wieder die Taste V, nehme ich das mit gedrückter Shift-Taste und ziehe das hier quasi in die Mitte. Jetzt könnt ihr schon sehen, dass mit Hilfe der magnetischen Fanglinien das Objekt auch perfekt ausgerichtet wird. Ja, und jetzt haben wir es auch schon fast fertig. Was wir jetzt noch machen wollen, ist hier dieser Used Look oder Washed Look, dass man hier so ein bisschen diese unregelmäßigen Strukturen in das Objekt reinbekommt. Ich scrolle hier mal gerade ein bisschen rüber und zoome ein bisschen rein, dass ich also so eine Textur quasi hier drauf bekomme. Wie habe ich das gemacht? Das mache ich wie folgt. Ich nehme mal hier gerade in meiner Ebenenpalette, habe ich ja noch ein ausgeblendetes Element vom Anfang meines Videos. Das schiebe ich mal eben nach unten. Dann nehme ich hier den letzten Donut, also vor dem Hintergrund, bis nach ganz oben und erstelle daraus erstmal eine Gruppe. Das mache ich mit Command G. Und jetzt möchte ich hier quasi die Ebene maskieren. Das könnt ihr machen, indem ihr einfach die Ebene auswählt und hier unten in der Ebenenpalette auf Mask Layer oder maskierte Ebene oder Ebenenmaskierung klickt. Das mache ich mal.
und ihr bekommt dann hier die entsprechende Maskierungsebene. Und auf dieser Maskierungsebene möchte ich jetzt mit einem Pixel Brush in der Pixel Persona dieses Muster zeichnen. Diese Maskierungsebenen funktionieren so, dass quasi, wenn ich jetzt hier schwarz drauf zeichne, werden die Elemente, die maskiert werden, also in diesem Fall alles, was weiß ist, werden an der Stelle durchsichtig. Und die Maske selbst ist jetzt komplett weiß. Das heißt, ich kann alles sehen. Das ist also wie ein Filter. Ihr könnt auch mit Grautönen arbeiten, beziehungsweise mit Transparenzen. Und das werde ich jetzt gleich auch mal machen. Ich wechsle also hier oben in die Pixel-Persona. Dann wähle ich mir mit dem Buchstaben B diesen Paintbrush aus. Dann gehe ich hier in die Pinselpalette. Nehme hier den Struktur- oder Schmutzpinsel 4. Ihr könnt natürlich auch alle anderen ausprobieren. Dann ist die Farbe noch wichtig. Ich möchte hier mit Schwarz über Weiß zeichnen. Und ihr könnt jetzt schon erkennen, wenn ich nur die Maus da drüber schiebe, dass jetzt an diesen Stellen hier diese unregelmäßigen Strukturen des Pinsels in die Grafik gebracht werden. Ja, und das mache ich jetzt einfach mal. Ich reduziere noch mal ein wenig die Deckkraft, so auf, sagen wir mal, 60%. Und kann jetzt hier, ihr könnt den Pinsel ganz normal wie in Affinity mit gedrückter Ctrl- und Alt-Taste oder Option-Taste vergrößern und verkleinern. Ihr könnt auch durch das Schieben der Maus nach oben und unten die Härte des Pinsels einstellen. Und jetzt kann ich hier einfach drüber gehen und hier diesen Effekt drauf zeichnen. Mit gedrückter Maustaste, auch über die Schrift. Und dann habt ihr so einen Effekt, dass quasi die Farbe auf dem darunterliegenden Stoff oder Material quasi wieder zum Vorschein kommt. Jetzt sehe ich hier gerade noch meine Schrift Affinity Designer, also in diesem etwas breiteren Donut. Da ist noch ein Fehler drin, das zeige ich jetzt mal mit Hilfe der Farbpalette. Ich gehe mal zurück in die Draw-Persona und in der Draw-Persona selber kann ich jetzt ja über meine dokumentenbasierte Farbpalette kann ich ja jetzt die Hintergrundfarbe ändern. Wichtig ist, wenn ihr hiermit arbeitet, dass ihr dann auch wirklich keine Ebene ausgewählt habt. Das ist ja eine globale Farbe, erkennbar an dem kleinen Dreieck. Ich klicke da mal doppelt drauf und sage jetzt einfach mal, ich möchte hier zum Beispiel die Farbe ändern. Und dann seht ihr, dass sich jetzt diese Schrift hier nicht mitgeändert hat. Da hätte ich ganz gerne, dass diese Schrift quasi aus dem Kreis ausgeschnitten wird. Ich möchte die editierbar lassen, das heißt, wenn ich jetzt mal ein anderes Logo mache und hier einen anderen Schriftzug drin habe, möchte ich die nicht umwandeln in einzelne Konturen. Dann müsste ich ja mit dem Fahrttextwerkzeug hier wieder einen neuen Pfad anlegen, damit ich drauf schreiben kann. Ich möchte quasi die Möglichkeit der Bearbeitung erhalten und das mache ich wie folgt. Ich gehe jetzt hier auf dieses Schriftelement, das ist dieses hier. Und da ändere ich jetzt einfach hier den Ebenenmodus. Und zwar könnt ihr hier auswählen Erase, also subtrahieren von dem Element, was da drunter liegt. Ja, und das macht er jetzt. Der zieht das jetzt quasi ab und damit wird jetzt quasi auch die Schrift, wenn ihr das hier wieder ändert, immer in der gleichen Farbe dargestellt, weil das nämlich einfach subtrahiert wird, ohne dass ich das wirklich vektormäßig abziehe. Ja, damit sind wir mit dem heutigen Tutorial durch. Ich schalte mal wieder mein Werkzeug aus, gehe mit Command 0 in die Vollansicht. Ich bedanke mich bei euch für eure Geduld. Es ist ein bisschen länger geworden, das Tutorial. Ich bedanke mich auch bei Herrn Will, der diese Frage an mich gestellt hat. Wenn ihr selber eine Frage stellen möchtet, schreibt mir einfach einen Kommentar hier unter das YouTube-Video oder kontaktiert mich direkt über eine Nachricht auf YouTube. Ihr könnt mich auch über meinen Twitter-Kanal erreichen. Ich blende das hier gleich ein. Die Datei zu diesem Tutorial gibt es auf meiner Internetseite zum Download. Ich kann hier leider keinen Link anbieten, weil YouTube das abgestellt hat. Aber ich werde den hier jetzt gleich einblenden. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Mensch Mesh.